Stella Reichmann aus Langen ist Erzieherin und hat in ihrer langjährigen Praxis gemerkt, dass Eltern oft unsicher sind, ob und wie sie mit ihren kleinen Kindern über Todesfälle reden sollen. Das habe ich in der Praxis auch erlebt, dass Eltern wirklich hilflos sind und nicht wissen, was mache ich mit meinem Kind? Was glaubt das jetzt? Wie kann es weitergehen? Was kann ich dem Kind erklären? Dazu kamen Erinnerungen an die eigene Kindheit und das Gefühl der Ohnmacht bei Todesfällen. Dann ist meine Oma gestorben, mein Cousin, meine Cousine, wo ich dann als Kind nicht daran teilhaben durfte, was heutzutage anders ist. Das finde ich auch wirklich wichtig, die Kinder da mit einzubeziehen bei dieser Trauer und auch bei der Beerdigung zum Beispiel. Stella Reichmann sagt, die Trauer von Kindern fernzuhalten, funktioniere nicht. Erstmal haben Kinder Antennen, richtig große Antennen. Die merken, wenn Mama oder Papa traurig ist. Und um dem Kind nicht vor einer praktisch verschlossenen Tür stehen zu lassen, muss ich das Kind mit reinlassen und ihm auf kindgerechte Art und Weise erklären, was ist passiert, wie ist es passiert und vor allem, du bist nicht schuld. Gerade wenn zum Beispiel auch ein Geschwister gestorben ist und das Kind hat sich vorher mit dem Geschwister gestritten. Das Kind könnte denken, ich bin dran schuld. Stella Reichmann ist nicht nur Erzieherin, sondern auch Künstlerin. Und sie weiß, Kreativität hilft bei der Trauerbewältigung. Es kommt nicht darauf an, bei der Trauer, dass ich irgendwelche große Kunst produziere, sondern mit meinen Gefühlen in Verbindung komme, dass ich meine Gefühle zulasse, erkenne, wenn ich traurig bin, ich aber auch erkenne, dass ich was dagegen tun kann, damit tun kann. Trauer ist ein Prozess, der durchlebt werden muss. Um Familien mit Kindern zu helfen, hat Stella Reichmann 2 zusammengehörende Bücher verfasst. Das erste ist die Theorie für die Eltern, damit sie besser verstehen, wie Kinder trauern. Das zweite ist für die Kinder selbst. Ich kann mit den Farben schöne Erinnerungen gestalten. Ich kann ein Kästchen gestalten, in das ich Erinnerungen reintue. Ich kann Steine gestalten, die ich aufs Grab lege oder ähnliche schöne Sachen. Ich kann Windspiele bauen, die ich irgendwo aufhängen kann, die mich damit Musik erfreuen. Ich kann mit Naturmaterialien im Wald irgendwelche schönen Plätze gestalten. Das gibt so viele Möglichkeiten, mit Kreativität irgendwas Schönes zu gestalten. Kreative Trauerarbeit. Dazu hat Stella Reichmann viele Ideen und Anleitungen zusammengetragen. Das hilft nicht nur dem Kind, das hilft auch den Eltern und dem Kind, weil man kommt ins Tun. Das Wichtigste ist halt, ins Tun zu kommen und nicht da zu sitzen und traurig zu sein. Wenn ich etwas tue und gestalte mit meinen Händen und meine Energie da rein lenke ich auch gleich wieder positive Energie rein und versuche an das Leben zu glauben, dass es auch wieder besser wird irgendwann. Den Tod eines geliebten Menschen zu verarbeiten ist schwer, für Eltern und für Kinder. Doch Trauer kann auch bunt sein.